Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einem weiteren Schulungsvideo im Zusammenhang mit dem Traden auf Wettbörsen. Heute mit der Herangehensweise, dass wir mehrere Backwetten platzieren, dann später eine Lay-Wette platzieren und ein sogenanntes Greenbook erstellen wollen. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform, wenn es um das Thema des professionellen Sportwettens geht. Und Sie sehen hier nun wieder einen Auszug aus dem Live-Coaching-Programm Traden auf der Wettbörse, welches immer am Sonntag stattfindet, mit vielen Teilnehmern, die eben das Trading auf der Wettbörse erlernen wollen. Heute mit dem Themenpunkt ein sogenanntes Multi-Back Greenbook zu erstellen. So ist dieser Fachbegriff zu dieser Herangehensweise und ich werde Ihnen das wieder mit einem Fallbeispiel näher bringen, damit Sie sich darunter etwas vorstellen können. Bei dieser Technik, dass man das versteht, werden mehrere Backwetten eingegangen und zu einem späteren Zeitpunkt wird der Gewinn gleichmäßig über eine Lay-Wette aufgeteilt. Und damit man sich darunter mal was vorstellen kann, habe ich hier das Spiel vorbereitet zwischen England und Frankreich, wo wir uns den Markt unter 2,5 Tore anschauen werden und hier mit einem folgenden Beispiel simulieren werden. Damit wir dieses Beispiel auch in der Praxis umsetzen können, müssen wir hier folgende Situationen verstehen. Ich habe hier Annahmen jetzt getroffen, um eben dieses Beispiel präsentieren zu können. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir die Tendenz grundsätzlich einmal haben, dass das Spiel unter 2,5 Tore ausgeht. Deswegen platzieren wir eine sogenannte Backwette. Eine Backwette ist nichts anderes, dass wir immer für eine Situation tendieren auf der Wettbörse. Und jetzt kaufen wir zum Beispiel diese mit der Quote 1,84 zu Spielbeginn. Und jetzt nehmen wir an, dass zum Beispiel nach der ersten Minute schon ein Tor fällt. Dann wird die Quote vom unter 2,5 Tore hier ansteigen. In diesem Übungsbeispiel wird die Quote in etwa auf 3,50 ansteigen und wir tendieren jetzt zum Beispiel hier immer noch auf das unter 2,5 Tore und wollen jetzt hier unsere Position erhöhen. Das heißt, wir kaufen jetzt noch einmal das unter 2,5 Tore bei der Quote 3,50 nach. Und ebenfalls in diesem Beispiel simulieren wir das jetzt zum Beispiel wenige Zeit später drauf noch ein Tor fällt und die Quote hier zum Beispiel vom unter 2,5 Tore auf die Quote 8,0 ansteigt, wo wir dann unsere dritte Wette dann für das unter 2,5 Tore eingehen wollen. In diesem Beispiel, um das auch mit einem Greenbook dann zu verstehen, wollen wir dann die vierte Wette, unseren Trade dann wieder schließen und wir spekulieren darauf, dass die Quote dann auf 3,0 wieder fallen wird, sofern in dieser Zeit kein weiteres Tor passiert. Und wenn eben diese Quote dann wieder auf 3,0 fällt, können wir eben durch diesen Quotendurchschnitt, durch das mehrmalige Nachkaufen, hier bereits einen Profit mit nach Hause nehmen. Und damit man sich das hier auf der Börse mal ein bisschen anschaut, sehen wir hier auch die Ausgangssituation, das heißt England gegen Frankreich, das unter 2,5 Tore beginnt hier mit der Quote 1,84. Vom Risiko her für dieses Übungsbeispiel wurde ein Risiko von 150 € maximal eingeräumt. Wenn jetzt in Summe in diesem Beispiel dann 3 Tore fallen sollten, bevor wir unsere ganzen Trades abschließen konnten, werden wir hier maximal 150 € verlieren. Damit das eben funktioniert, brauchen Sie den Trading-Rechner von der Sports Betting Academy, wo wir eben hier die Möglichkeit haben, mehrere Backwetten hier zu generieren und auch hier berechnen lassen zu können. Und das schaut dann in der Praxis hier wie folgt aus. Das heißt, wenn Sie diesen Trading-Rechner aufmachen, sehen Sie hier, dass ich hier als erstes die Backwette 1,84 jetzt mit 50 € hier als Start hier definiert habe. Dann eben die Annahme, dass zum Beispiel ganz früh ein Tor fällt und die Quote dann auf 3,5 hochgeht und ich jetzt noch einmal mit 50 € nachkaufe und dass zum Beispiel kurze Zeit dann noch ein Tor fällt und ich bei der Quote 8 hier mit 50 € noch einmal hier nachkaufe. Und Sie sehen dann hier rechts unten auch, dass jetzt das Risiko 150 € ist, wenn jetzt noch ein drittes Tor fällt, aber wir hier auch 501,49 € dann als Gewinn haben, wenn wir zum Beispiel den Trade durchlaufen lassen würden und zum Beispiel kein weiteres Tor mehr fällt. Und der nächste Schritt wäre natürlich, dass ich dann dementsprechend diese ganzen Backwetten nacheinander dann dementsprechend hier platziere auf der Börse, um eben hier diese Trades eingehen zu können. Der dritte Schritt wäre dann,
Das ist natürlich dann auch immer individuell zu gestalten, wann ich zum Beispiel aus einem Trade aussteige. Es soll Ihnen einfach nur die Funktion dieses Rechners zeigen. Und zwar wäre dann im Endeffekt einen Exit Point zu bestimmen. Der kann ganz individuell dann ausschauen, wie Sie den gern hätten. In diesem Übungsbeispiel wurde er mit der Quote 3,0 definiert. Das heißt, ich würde dann warten, wenn die Quote 8 dann bei unter 2,5 Dollar ist, dass die Quote dann runtergeht auf die Quote 3,0, wo ich dann diesen Trade wieder schließe. Und dann können wir hier auch mit diesem Trading-Rechner dann folgende Funktion durchführen. Wir können dann hier bei Exit Trade die Quote 3,0 eingeben und hier unten mit diesem Pfeil, wo Sie sehen, ein sogenanntes Green Book definieren. Und Sie sehen dann, dass hier eine Berechnung durchgeführt wird. Das heißt, ich muss dann hier bei der Quote 3,0 einen Lay-Einsatz von 222,33 € dann durchführen, was uns dann hier im rechten unteren Bereich ein Green Book von 70,17 € zum Beispiel generiert. Und dieser Wert zum Beispiel vom Lay, den kann ich natürlich dann individuell gestalten. Ob ich das jetzt da etwas früher schon raustrade oder erst später raustrade, habe ich natürlich dann einen höheren Gewinn. Das kann ich dann hier einfach individuell dann gestalten. Somit ist dann eigentlich der vierte Schritt dann in weiterer Folge nur noch, dass Sie eben diese Lay-Wette auf der Wettbörse dann platzieren, wenn eben die ersten 3 Backwetten schon platziert wurden. Und damit wir auch dann uns das Risiko hier ein bisschen vor Augen führen, es besteht natürlich das Risiko, dass zum Beispiel nach der dritten Backwette beim Markt unter 2,5 Tore die gewünschte Lay-Quote nicht erreicht wird, wenn ein drittes Tor fällt. Ja, wenn jetzt ein drittes Tor fallen sollte, bevor dann zum Beispiel die Quote 3,0 erreicht wurde oder Sie noch nicht rausgetradet haben, dann verlieren wir ja alle 3 Wetten. Das heißt, die 150 € wären dann hier als Verlust zu verbuchen. Wenn Sie dazu noch nähere Informationen brauchen und lernen möchten, wie das Traden auf Wettbörsen funktioniert, lade ich Sie jetzt da ein, mit mir einen persönlichen Infocall zu buchen unterhalb von diesem Video, wo wir uns einfach 30 Minuten austauschen können zum Thema des Tradens auf Wettbörsen. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.